Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Aber ich hoffe, das ist so ein bisschen Puzzle, bisschen Mindfuck, so wie beim letzten Mal. So eine gute Mischung. Muss schon Retro in den Streamtitel schreiben, auf jeden Fall, ne? Eigentlich schon. Aber ich weiß auch nicht, was die Ultra Deluxe Version anders macht. Keine Ahnung. First-Person-Abenteuerspiel. Ich habe, glaube ich, also ich hoffe, dass ich davon noch nie was gesehen habe. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie vor 6 Jahren oder so mal irgendwie ein Let's Play geguckt habe und das jetzt während des Let's Plays merke im Moment. Das habe ich doch schon mal gesehen irgendwo. Aber wir werden das rausfinden. Ich schalte mal den Sound um und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? Popside, ist bei dir auch so warm? Mittlerweile 23 Grad, ist okay, aber heute waren es schon wieder knapp 30. Das gefällt mir nicht. Mein Urlaub ist vorbei. Es darf jetzt gerne wieder angenehm werden, einfach. Please use a screen and subtitle language. Deutsch. Bitte wähle eine Sprache für den Bildschirmtext und Untertitel. Ja, Deutsch. Achso, bestätigen. Können auch auf Japanisch machen. Habe ich Duolingo heute schon gemacht? Bin ja wieder im Duolingo-Game jetzt. Mal kurz gucken. Habe ich Duolingo heute? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das heute früh direkt gemacht. Aber Zeit. Doch, habe ich. Habe ich gemacht. 51 bin ich, Tag 51. Draußen ja in den Keller. Stimmt, du hast ja die Kellerwohnung mit kleinen Schlitzfenstern, oder wie war das? So, bestätigen. Hast du The Stanley Parable schon mal gespielt? Ich sag mal nein. Ich bin ziemlich sicher, dass also selber gespielt habe ich es auf jeden Fall noch nicht. Und gesehen irgendwo glaube ich auch nicht. Vielleicht fällt es noch, bis dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Ja, mal so. Aber die Isolierung, na immerhin. Bitte gib warum will das Spiel die aktuelle Zeit? Und warum nimmt sich die aktuelle Zeit nicht von der PlayStation? Was haben wir denn jetzt? 8? Das macht mir schon Angst. PM 8:38. 39 gleich. Warte jetzt noch 10 Sekunden, damit ich genau die 39 erwische. So genau müssen wir sein. Achtung, 3, 2, 1 und go. 8, ne? 8 PM, ja. Wir könnten nur das Haupt genommen. Okay. Das ist in Ordnung. So. Jetzt hat es okay, die Uhrzeit hat es gebraucht, aber das Spiel beginnt noch nicht mal. So, Einstellungen. Gucken wir mal kurz. Gameplay, ja, müssen wir dann schauen, ob da irgendwas nervt. Darstellung, Sprache Deutsch, Untertitel, ja. Fadenkreuz aus. Ein. Schauen wir mal, ob wir was brauchen. Barrierefreiheit brauche ich jetzt erstmal nicht. Lautstärke, Steuerung. Einfache Steuerung aus. Einfache Steuerung ein. Weist die Steuerung neu zu, sodass wir keine bestimmten Tasten. Ich lasse ihn aus. Wir gucken mal, was das bedeutet. Aber es ist ja tatsächlich relativ simpel. Ducken, pausieren, interagieren, umsehen, bewegen. Also ducken und interagieren sind im Grunde die 2 Tasten, die ich brauche. Okay.
Das Spiel beginnen. Und let's go. Never the end is never the end is never the end. The end is never oder never is the end? This is the story of a man named Stanley. Hi Stanley. Sind wir Stanley? Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Mutig. Achso, jetzt sind wir dabei. Jetzt sind wir dran. Wir können uns umgucken. Wir können uns ducken. Wir können interagieren. Was aber wir können noch Pause machen, ne? Und sonst war nichts tatsächlich. Interagieren, ducken. Was steht hier drauf? I hate Mondays. Klassiker. Okay, wir sind also Stanley und haben einen super geilen Job. Und heute will irgendwie keiner was von uns. Sind wir vielleicht an einem Feiertag ins Büro gefahren? Welcher Tag ist heute? Ist heute Feiertag? Okay, es ist, wir sind fast eine Stunde hier. Das heißt, wir fangen jeden Tag um 9 an scheinbar, ne? Okay. Ist keiner da? Es ist bestimmt Feiertag. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Und im Meetingraum wird es... Wieso läuft das dann hier alles? Es gibt scheinbar nur die I Hate Mondays Tassen hier. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ach, das gefällt mir schon wieder, dass der im Grunde erzählt, was ich gerade mache. Eigentlich hat er gesagt, er geht in den Meetingraum. Aber ich wollte jetzt mich hier erstmal umgucken. Was steht hier drauf? Hier passiert doch irgendwas. Installation. Okay, hier kann ich nicht rein. Das heißt, der Meetingraum wird einfach irgendwo offen stehen, vermutlich. Aber die Rechner sind trotzdem an, es ist aber nur keiner da. Sehr wild. Und überall sind fliegen irgendwelche Dokumente rum. Was ist hier passiert? Sales in this quarter. Ah, das ist ein klassische Whiteboard. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. So nämlich. Was machen wir jetzt? Gehen wir wirklich in die linke Tür? Ich hole mir mal was zu trinken. Ich habe was zu trinken vergessen. Moment. Währenddessen können wir uns alle überlegen, ob wir wirklich in die linke Tür gehen oder einfach die rechte Tür nehmen. Und was dann der Sprecher sagt. Gleich wieder da.
So. Popstar, ich habe eine Frage. Wie guckst du gerade den Stream? Weil ich habe hier irgendwie. So, ich habe hier die iPad-App laufen, da funktioniert der Stream. Im Browser funktioniert es irgendwie nicht. Gerade gemerkt. Das ist weird. Am Rechner. Am Rechner im Browser einfach. Hm. War jetzt auch am. Okay, start watching. Nee, aber wieso zeigt er mir jetzt hier ein altes an? Das ist alles ganz komisch gerade hier. Der will irgendwie den Live-Player nicht laden bei mir im Browser. Naja. Solange du gucken kannst, passt das ja. Okay, jetzt lädt irgendwas. Ja, jetzt hat er wieder was anderes. Ja. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Wenn ich meinen Adblocker habe ich ja auch. Sollte das eigentlich auch nicht. Ich schalte den mal aus, vielleicht geht es dann trotzdem. Nö, das funktioniert alles nicht. Naja. Machen wir einfach weiter. Ne? So, haben wir jetzt eine Entscheidung, ob wir links oder rechts durchgehen. Links oder rechts? Ich würde ja eigentlich. Natürlich wollen die Entwickler wollten damit sagen, hey, jeder wird da rechts. Jeder will wissen, was rechts passiert. Deswegen bin ich fast davon überzeugt, dass links vielleicht lustiger ist. Ich weiß es nicht. Glaubst du, was sagst du? Ich als Linkshänder tendiere zu nennen. Ich wusste nicht, dass du Linkshänder bist. Aber gut, dann ist die Entscheidung gefallen. Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe. Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. Okay. Los geht's. Links. Und die Tür geht zu. Interessant. Und die Erzählerstimme sagt nichts dazu. Das ist der Meetingraum. Ja, Meetingroom. Not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Do not alt. The Whiteboard Manager. Ich möchte auch Whiteboard Manager sein. Meeting Scheduler. Wir haben jetzt, welchen Tag haben wir? Donnerstag, ne? Donnerstag war Mergers, Ideas in Development, Group, Pre-Review of Weekly Review.
Office Party, Freitagabend. Nee, Freitagnachmittag um 4 ist Office Party. 8-Bird. Ich frage mich, warum wir die Uhrzeit eingeben hätten sollen. Oder eingegeben haben. Oder ist es jetzt, weil abends ist und keiner arbeitet? Deswegen hätte ich jetzt eine Uhrzeit morgens eingegeben, wäre hier voll, oder was? The future was yesterday. Tomorrow is now. The future was yesterday. Tomorrow is now. Stimmt nicht, oder? Okay, was haben wir hier für eine Präse? What are your dreams for the future? Talk less. Do unbelievably amazing work all the time, every day, with no expectation of promotion or recognition. And don't get fired. Guter Tipp für not getting fired. Let it bother insider. How to solve a dispute with a coworker. Take it out passively on other coworkers. Resent coworker, but not so good anymore. Das scheint ein super Laden zu sein hier. Broom Closet. Okay, wir kommen also nicht mehr zurück. Die ganzen Türen schließen sich automatisch. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, komm, wir gehen jetzt runter. Upstairs, sagt er. Wir gehen erstmal nach unten. Wenn ich wissen will, was hier los ist. Komm, wir fahren einfach heim. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a Party sodas. felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Ich enjoy das He super. imagined himself flying and began to gently float above the ground. Nice. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Und was war das mit Hearing dem the voice Schweben und speak so? these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control.
that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Okay. Was zur Hölle? This is the story of a woman named Mariella. Was jetzt? Wie, Stanley? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Ist das But on Stanley? this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Aha. Also ich kann gar nicht viel sagen, wenn die ganze Zeit geredet wird, ne? Aber was geht in diesem Game? Ja, ich weiß... Jetzt sind wir wieder Stanley. Und es ist jetzt... Ne, wieder kurz vor 10. Hä? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Hä? Okay, wir fangen einfach wieder von vorne an. Also der Fehler war wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Ich mache jetzt einfach mal alles, wie die Stimmen... Oder ich... Vielleicht muss man das Gegenteil von meinem Erzähler machen. Ja, ich habe einmal das Richtige und einmal das... Okay, dann mache ich jetzt immer das Gegenteil. Dann mache ich immer das, was er eben nicht sagt. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Schön. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, Kaffee. drinking it all in. Toll. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. First open door on his left. Nein, da gehen wir nicht rein. Wir könnten jetzt hier reingehen. Aber nein, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier geradeaus. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago.
Okay. Und gucken, wo wir landen. Warning, do not jump from the cargo lift while it's in motion. Will cause death. Penalty for misuse of cargo lift, $1000. Penalty for jumping off the cargo lift, $5000. Aber will cause death und dann musst du noch 5000 Euro zahlen. Okay, ich kann nicht springen, ich kann mich nur ducken. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Her? Also die Trulla? Die andere? Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Was geht's jetzt? Ah! That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Nee, ich will den Stecker ziehen. As Stanley picked up the phone. Ich kann einfach Sachen machen. Da war jetzt nichts dran gestanden, dass ich das machen kann. Aber ich habe es trotzdem gemacht. White light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Ja. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Bis gerade eben auch nicht. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. Tja, How was is that machen wir even jetzt? possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. Was? You're a real person. Was ist Stanley? I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Dann unterhalte ich mich sehr oft mit sehr nicht realen Menschen. I'm supposed to be having a back, sack and crack. Practice. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Weiß ich nicht. And Soll ich mal finally, zählen? if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. And Deine Entscheidung ist egal.
At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Aha. Okay. Welcome back. Jetzt weiß ich You may Bescheid. have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to Ja. worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Mhm. Okay. So, jetzt weiß ich, dass man richtige Entscheidungen treffen sollte. Muss ich jetzt einfach wieder den ganzen Weg zurückgehen? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. Stimmt, wir hätten einfach runterlaufen können. Was dann passiert wäre. We just need to get you home as soon as possible So viele Entscheidungen. narrative contradiction gets any worse. Ich raff gar nichts, aber ich find's lustig, ich auch It nicht. seems this place is not well equipped to deal with reality. Okay, das heißt also, das Spiel... Also, so, zusammenfassen. Das Spiel wollte irgendeine Story erzählen. Mit Stanley und ja, hier, blablub und keine da und dann irgendwie Telefon und was weiß ich. So. Dadurch, dass wir aber einfach den Stecker gezogen haben von dem Telefon, hat das Spiel gemerkt, oder der Erzähler halt in dem Fall, okay, das hätte nicht sein können. Wie, was? Ah, Moment, das ist gar nicht Stanley, das ist eine reelle Person, die die Entscheidungen trifft. Also wir. So, an dem Punkt sind wir jetzt. Und jetzt haben wir dieses Video geguckt. Jetzt wissen wir alle, wie richtige Entscheidungen zu treffen sind. Und jetzt. Punkt. Ja. Kann ich jetzt hier noch runterspringen? Nee. Ich hätte vorhin wirklich mal runterspringen sollen, ne? Habe ich nicht gecheckt, dass das eine Entscheidung ist. Dass ich da eine Wahl habe. Okay, wir laufen jetzt wirklich alles wieder zurück, ja? Wir hätten hier durch, also das war schon, wir gehen jetzt wirklich zurück zur allerersten Entscheidung, also zum Links-Rechts-Ding. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Cool. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Natürlich gehen wir jetzt nach rechts. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Ist alles else we're kaputt? not too late. Ist alles kaputt. Das hier ist keine richtige. Das sieht lustig aus. Okay. Ich weiß nicht, was links und rechts ist. Habe ich die Möglichkeit, aus dem Fenster zu springen? Ah, du kannst nicht springen. Ernsthaft jetzt, wir haben es deaktiviert. Weil ich die ganze Zeit X drücke zum Springen. Was? Wir verlieren, wenn du irgendeinen der anderen Trophäen das erste Mal erhältst. Erhalte deine erste. Es gibt eine Trophäe. Ey, dieses Spiel. Es gibt eine Trophäe, wenn man eine Trophäe bekommt. Okay. Ich gehe trotzdem jetzt nochmal hier hin. Ist es schlimmer geworden? Nee, ne? Also das Spiel. Wir müssen jetzt durch die linke Tür. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist schade. Also am Ende des Tages ist es doch ein Schlauchspiel, scheinbar. Die Frage ist nur, wie schnell man durch diesen Schlauch geht. Ob man Abkürzungen nimmt. Okay, wir gehen mal links.
Aber hier ist auch schon... Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Okay, das war ein kurzes Vergnügen. Ciao. Cool. Wo sind wir jetzt? Moment, was passiert? Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. Es tut mir It was leid. the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. Spoiler. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, Jetzt wird er einfach resettet, ja? Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt nochmal rechts gehe. Ich muss das jetzt mal austesten. No! Why Nee. did you do that? Okay. Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. Okay, Abkürzung That means jetzt. choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the Ich mache das jetzt so Just lang, follow my bis lead es and you'll immer be wieder das fine. Gleiche ist. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Aber ich glaube, das ist jetzt soweit, oder? Nee, jetzt kommt gar nichts. Jetzt ist nochmal anders, weil jetzt kommt gar nichts. Keine... No! Ah. Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That Okay, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo rechts einfach nichts mehr anders passiert. I'm quite sure you'll be up to the task. Just Einmal follow noch, my lead einmal and you'll be noch. fine. All Nun schauen right. wir. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Okay, nee. Behave exactly as Stanley Dann would. müssen wir halt That doch means links. choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Deal. So, jetzt sind wir im Meetingraum. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir wieder nach unten gehen, ob dann irgendwas anderes passiert. Ich muss es ausprobieren. Ich weiß wahrscheinlich... Nee, wir können gar... Wow, okay. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, wir können gar nicht nach unten. Na gut.
Was haben wir denn hier? Beige Pages. Und hier? Business Time. Are hostile takeovers the new biannual percentage? Bitte was? Na gut. Zum Boss. Der scheinbar auch nicht da ist. Inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Okay, wir können aktuell nichts anderes machen, scheinbar, oder? Telefon. Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Na gut. Bleibt uns nichts anderes I'm übrig. sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This Ja, is ist a okay. crucial step. Machen wir halt. Okay, fine. You're not gonna do it. But Doch. you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing. Ja, mach for ich your doch. Respect. Nightshark Stanley 115. shows for his choices. He Nee, was knows war das? what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Huch. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Stanley. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. Wir sind über den I need you to Lampen. make a choice. The end. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Cool. Can you hear me? Is everything all right? Das war The Stanley This Parable. is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. It's just fine. They're both correct. You can't be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Will ich noch irgendwas machen? Anything. This is more important than you can ever. Zu viel heute nicht durchspielen, ja. I need this. Habe ich mich wohl unterschätzt. Needs it. So, Speedrun. you hear me? Auf jeden Fall. There? You listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. Webmaster. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Kubus, hi. Take as much time Na, as you need. wie geht's dir? Die Credits sind kaputt gegangen. Okay. Gut, dann starten wir halt einfach wieder von vorne. Das war tatsächlich das Ende, ja? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich frage mich halt jetzt immer, okay, was hat sich das Spiel gemerkt? Was, wenn wir jetzt einfach wieder durch die rechte Tür gehen? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ich bin leider zu neugierig, um jetzt einfach zu sagen, okay, nee, wir This machen jetzt was einfach. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room.
Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Das war auch noch eine Entscheidung, ne? Es ist zu viel. Ich weiß nicht, es ist... ich habe ja schon bei normalen Spielen das Problem, dass ich in jede Ecke gucken muss, um nicht irgendwie was zu verpassen. Und Sachen aufheben und irgendwie Sachen einsammeln, Thermosflaschen. Und jetzt habe ich hier ein Spiel, was mich immer wieder an den Anfang setzt. Mit was weiß ich wie vielen Entscheidungen. Und ich weiß ja nicht mal, ob ich, wenn ich jetzt genau das gleiche mache wie die Iteration davor, ob es dann irgendwie einen anderen Ausgang hat. Twitch hat sich wieder gefangen, war irgendwas down. Ja, habe ich eben vorhin auch gedacht. Aber anscheinend nur was Lokales. Ja, ne? Also bei Popstar hat alles funktioniert. Jetzt geht's hier nämlich auch. Jetzt funktioniert es hier nämlich auch wieder. Okay, dann war das nicht dann war nicht mein Heimnetz das Problem. Ich probiere es jetzt hier nochmal auf dem Handy. Achso, ich habe erstmal Werbung. Ja. Gucke ich natürlich an. Als verantwortungsbewusster Zuschauer gucke ich mir natürlich diese Werbung an. Aber der Player scheint wieder zu funktionieren. Verrückt. Oh, jetzt können wir runterspringen. Jetzt können wir ja hier runterspringen. Look, Stanley, I think, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Yay. Okay, das war unspektakulärer als gedacht. Aber his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Keine offiziellen Meldungen von Twitch-Status, aber andere Down-Meldeseiten haben einiges. Ja, habe ich gar nicht drauf geguckt, siehst du? Ja, aber, also war bei dir auch nur der Player. Also bei mir ging halt der Player nicht. Alles hauptsächlich in Europa. Popstar, wo bist du? Wo lungerst du gerade rum? Oder hast du einfach einen anderen Anschluss? Came to a set of 2 open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Da haben wohl ein paar Mitarbeiter bei Twitch ganz schön geschwitzt jetzt. Aber ich bin froh, dass es nicht nur bei mir war. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn mein Setup hier nicht schuld war. In Singapur im Hotel. So schaut's nämlich aus. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ich finde immer interessant, wer auf solchen Seiten irgendwas meldet überhaupt. Ich würde nie auf die Idee kommen. So, jetzt sind wir ja hier in diesem Raum. Jetzt gehe ich einfach mal ran. You need to be the one to do this, to reach out. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Also, dass wir zwei bei uns das nicht funktioniert hat und bei Popstar schon, sagt ja schon viel aus. Diese Leute nennt man Karen. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside.
let me show you what's really going on here. Nein. Geh dann mal. Oh Gott. Holy shit. Bitte doch nicht sowas. Okay, ich gehe ja schon. Musste das eine Schaufensterpuppe sein? About the death of a man named Stanley. Ja. Drücke auf dem Controller. Ich drücke jetzt eine andere Taste, ne? Ist schon klar. Okay, geht nicht. Okay, ich habe jetzt gleich jede Taste. Ich habe sogar einen Screenshot gemacht. Ich habe jede Taste auf dem Controller gedrückt. Ich muss wohl diese Taste drücken. Walter, oje. Stanley is quite a boring fellow. He Hey. has a job that demands nothing of him. And Hey. every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Hey! Bitte drück Nein. Jetzt sind wir in seinem Job gefangen. Ich kann nichts anderes machen, außer halt diese Taste zu drücken, ne? Na gut. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Ja, gerne. Now he's going home. Nee. Now Ich dachte, ich he's bin zu coming Hause. back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Okay, was passiert, wenn ich den jetzt nicht drücke und einfach hier warte? Passiert dann irgendwas? Die Frage ist, wie lange wartet man? Wartet man noch länger? Vermutlich passiert nichts, oder? Wieso steht hier ein... Was ist das? Ein Sofa? Ein Sessel? Ein Sessel, ne? Okay, dann drücke ich halt diese Taste. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Fernzusehen. Okay. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Drücke, um Zeit mit den Jungs zu verbringen. Hä? Was passiert hier? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to Was passiert many hier? possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. Gelbe Linie TM. Down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Aha. Bitte drücke, um deinen Kindern eine Geschichte zu erzählen. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Um deiner Frau zu sagen, dass du sie liebst. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is Es wird sehr pushing eng the hier. same buttons he always has. Nothing has changed.
The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Schlafen zu gehen, klar. And I'm trying to tell him this. That in this world Was ist he das? can never be anything but an observer. Wir hören jetzt einfach mal As zu. long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay. Morgens zur Arbeit zu erscheinen. Ja, aber wir können jetzt halt ewig warten. Also ich kann jetzt nichts anderes machen, außer diese Taste zu drücken. Ich muss halt leider jetzt. You see? Can he just not hear me? Ich habe jetzt aus Versehen die Taste gedrückt. Understand that every second he remains here, he's electing to kill himself. How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Bitte drücke Quadrat, um nichts zu hinterfragen. Es gibt halt keine Entscheidung, ne? I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Okay. Das war jetzt also die rechte Tür bis zum Telefon und dann Telefon annehmen. Und dann hatten wir keine Entscheidung mehr, ne? Wir machen jetzt einfach alle Möglichkeiten durch. Und jetzt hatten wir keine Entscheidung mehr. Das heißt, wir machen jetzt rechte Tür. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Rechte Tür und dann die erste Tür links abbiegen. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Weil sonst haben wir keine Entscheidung mehr, außer halt runterzufallen und dann sind wir eh tot. Und dann geht es ja nur zum Telefon und da können wir entweder den Stecker ziehen oder rangehen. Deswegen geht es hier lang. Detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Da leuchtet was ganz schön. Aber kann ich auch andere Sachen machen eigentlich. Also hier steht ja nie irgendwie was ich machen kann. Daher keine Ahnung. Aber ich kann ja jetzt einfach mal hier hingehen und den Button hier drücken. Das heißt, wenn wir genau immer das machen, was der... Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Keine Entscheidung, oder was? Okay. Oh, no. Ah! No, it's to the right, my mistake. Mach sowas doch nicht mit mir. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Okay. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Okay. Hallo. Na gut. Ist das hier ein Truck? Ich komme nur hier lang. Okay. Oh, entweder sind wir jetzt in der Game Show oder bei Matrix oder... No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler.
Quick, Stanley, close your eyes. Okay. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe We nichts. just have to get back to, Pirate. Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this Klar. time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Fired. Okay. Hat der Zeit, hat die Uhr hier... Im Moment, jetzt ist später. Es war doch immer kurz vor 10. Jetzt ist schon nach 11. Also irgendwas ist... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wenn wir jetzt nochmal in diesen Raum gehen... When Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted. The game. Dieses Spiel! Completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Klar. Did you move the story somewhere or... Hold on. Ich wünschte, ich wüsste Why es. am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. Jetzt habe ich halt ein scheiß Problem, weil ich mich nicht entscheiden kann, ne? Gehen wir jetzt einfach in die Tür hier. Vorschläge? Zieht's euch an irgendeine Tür. Ich würde ja, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir gehen noch mal in den... Moment, ist das die gleiche? Das ist der gleiche Raum auf jeden Fall hier. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Nein! Okay, ich hätte mich schneller entscheiden sollen. Okay, was haben wir jetzt hier wieder? Kurz vor 10, ne? Also jetzt sind wir wirklich am Anfang. Nee, hä? Da stand doch... Also ich bin doch nicht bescheuert. Da stand doch gerade kurz vor 10. Ich gucke jetzt im Stream nach, warte. Zum Glück ist der iPad-Stream immer ein bisschen hinterher. Nee, das ist kurz... Doch, es war gerade eigentlich kurz vor 10. Jetzt ist wieder... Jetzt wird weird. Na gut. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wieso haben wir nicht einfach von Anfang an... Jetzt sind gar keine Türen mehr da. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Okay. Pokémon. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Irgendwas ver... Aha! Ah! I knew we'd miss something. Hä? The story. Here it comes. Das sah jetzt anders aus, als ich es in Erinnerung hatte. Wenn wir jetzt zurückgehen, passiert irgendwas? Nö, ich gehe einfach durch die Wand. Okay, wir müssen da durch, scheinbar. Aber das Game hat uns beigebracht, dass der Tod am Anfang kein Ending war. Was meinst du? Dass der Tod am Anfang kein Ending war. Haben wir schon... Da kamen keine Credits. Da kamen keine Credits, stimmt. Aber heißt es nur... Ich bin mir nicht sicher, ob als die Credits kamen, das auch wirklich als Ende
gezählt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel hat sich das trotzdem irgendwie gemerkt. Aber du hast recht, da kamen auf jeden Fall keine Never mind, not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Okay. Sieht jetzt wieder alles ganz anders aus. Holy shit, was ist da denn passiert? Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Yeah! Congratulations! Wir haben das Spiel geschafft. A lot of hard work and it really paid off. So, good job. Dankeschön. Geil. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Klar. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. The end is never the end. Haha. Adventure Line. Okay, wie viel? Jetzt haben wir kurz vor 10. Kurz vor 10. Jetzt gucke ich wieder weg, jetzt gucke ich wieder auf die Uhr. Jetzt sind wir noch kurz vor 10. Okay. Vielleicht sind wir jetzt wirklich am Anfang. Nee. Jetzt ist es wieder nach 11. Na gut. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. Lass dir das schmecken. How simple is that? Soll ich her? Also folge ich dem jetzt wirklich? Nee, oder? Aber hier konnten die noch nie abbiegen. Das ist komplett neu. Oder? Ich bin doch hier immer einfach durchgelaufen zu dem Raum mit den 2 Türen hier. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. The Line, TM. Was? Vorteil, wenn du in der. Achso. Das gewährleistet, dass ich nichts verpasse. Sehr gut. Wie stehst du zu Roguelike Hack and Slay zum Beispiel? Also Hack and Slay, Diablo spiele ich ja so selber ab und zu, ne? Aber was denn Roguelike Hack and Hades? Habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ich kann mir nur vorstellen, dass das. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience, Ich bin ausgestiegen, um ehrlich zu sein. Is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. Transistor habe ich kurz mal gespielt, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Now is a bit of music to lighten the mood. Ja, ich weiß, keine Ahnung, ob das... Das ist so dumm! Und es ist sehr laut auf meinem Ohr. Wie spät haben wir es denn? Jetzt ist es kurz vor 11.
Ich bin ganz woanders. Hä? Hä? Wie bin ich jetzt hier hin? Seit wann ist diese Tür offen? Okay. Mir bleibt nichts anderes übrig als... Hört ihr mich eigentlich noch? Es ist sehr laut. Mir bleibt nichts anderes übrig, als hier weiterzulaufen. Okay. Okay. So, was ist hier schief gelaufen, sag mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute schlafen werden werden. Es fängt schon an. Was ist das denn? Ich kann es nicht aufheben oder so. Das passt hier irgendwie nicht rein. Annual reviews, monthly ledgers, corporate imbalances, consolidation reports, departmental accounts, departmental accounts. Noch nie gehört dieses Wort. Financial records, budget analysis. Oh, Alter. Puh. Bitte was? Den Farn an? Das hier. This fern will be very important later in the story. Okay. Make sure you study it closely Okay. and remember it carefully. Okay. You won't want to miss anything. Screenshot. Ich mach mal ein Bild, nur um sicher zu gehen, ne? Ich weiß nicht, was das soll, aber wer weiß. Irgendwann gucke ich meine Bilder auf dem Handy an und denke mir so, was habe ich da fotografiert? Also ich konnte bisher noch nicht mit viel interagieren, habe ich so das Gefühl. Diese Taste ist irgendwie verschwendet. Was ist... Wait, what? We're back at the office? No. Line, No. you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Ach, hier fängt's an, ne? Okay, hier fängt's an. Und dann sind wir hier rein und hier wieder rausgekommen. Das heißt, wir müssen hier lang, aber wir könnten auch hier hin. Aber da kommen wir wieder zu dem Raum ohne Türen, ne? Okay. Ich vermisse die... Missing the doors. Did we make a mistake following the line? Perhaps we could have found the story on our own. Ich vermisse die lustige Musik. Ja. Ich hätte sie gerne ein bisschen leiser. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Fired. Player number one. Employee hier, die Karl Klammer. Okay.
Bringt es was, wenn ich mir hier die Uhrzeit angucke und dann die Uhrzeit irgendwie so lange neu anschaue, bis es dann wieder hier kurz nach 11 ist? Oder ist es nur ein Easter Egg? Jetzt ist es soweit. Nee. Doch. Okay. Also nochmal. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Welche jetzt genau? Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Ach, hier, okay. Schauen wir mal. Now, yes, Yeah. this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might Elefanten. be, Stanley, I'm ready for it. Elefanten. Komm schon. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. TM. Wie weit können wir jetzt zurücklaufen eigentlich? Ist die Tür zu? Okay. Ist so still jetzt, ne? Mal gucken, ob der Faden wirklich noch eine Rolle spielt. Oder ob er uns verarscht hat. Und ich jetzt einfach ein Bild von dem virtuellen Pflanzending auf meinem Handy habe. Okay, wir folgen der Storyline. Herzlichen Glückwunsch, Popstar. Ist das Pummeluft gefangen? Okay. Ah, Aha! we get to make a decision. Links oder rechts? Here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from Der the Song ist auf right, YouTube. let us ask, will taking the Wie right heißt er denn? door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another Jetzt rechts, victory for ja? logic. Come, Stanley. Ich bin leider Our ausgestiegen. Ich habe die destiny Logik jetzt nicht awaits. verfolgt. Aber ich möchte hier durch. Help! Help! Ich laufe weiter im Kreis. Und jetzt mal richtig rum. Was wäre passiert, wenn wir von Anfang an einfach genau gemacht hätten, was er gesagt hat? Das Verwirrungsende. Hold up, what's this? Vom Wartung abweichen, im Monitorraum ankommen, erzähle das Spiel neu, erster Neustart. That's what Seit this is. 20 Minuten. It's all one giant ending. And we're supposed to restart the game what, eight times? Lange Zeit später Stanley stirbt. That's really how all this goes? It's all determined? Wo sind wir denn So now, gerade? according to the schedule, I restart Linie again. wiederfinden. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't Nonsens, want to forget? Philosophie und Musik. My mind goes blank simply because it's written here on this Abenteuer in bisher thing, unnötigsten Bereichen. wall. Well, Linie wiederfinden, Ablauf vom Verwirrungsende why finden. don't I get to decide? Erzähler startet das Spiel neu. I get a Erzähler second startet das voice. Spiel neu, kommt Is it jetzt. really 5. true? Neustart. Erzähler erinnert sich nicht an It bisherige can't be. Neustart. I don't want it
Stanley versucht, die Story zu spielen, aber er wird verhindert, unfähig irgendwo hinzugehen. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? Weil er das Spiel jetzt nicht neu starten wollte, oder was? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Hat er jetzt das Spiel neu gestartet oder was? Die Uhrzeit ist wieder so. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. Okay, jetzt sind wir wirklich da, wo sich der Erzähler nicht mehr dran erinnert, oder? Nee, es passiert gar nichts gerade. Following Stanley heißt der Song, ja. Vielleicht poste ich den einfach mal so auf Instagram. Mal schauen, was passiert. Gerade tut sich gar nichts. Also, wir kommen jetzt wieder in den Raum mit den zwei Türen, die gerade doch zwei Türen hat. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Tja, was machen wir? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Ziel des Spiels ist überhaupt. Alles rauszufinden. Okay, sind wir jetzt wirklich ganz am Anfang. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, giddy in a way Das ist he neu. had never known before. Das ist neu. Was it this room? A connection between the two? Could a man love a room? I mean, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ich habe keine Lust mit dem Ding zu fahren, deswegen. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Achso, da sind wir im Meetingraum, ne? Da sind wir also sozusagen durch die linke Tür gelaufen. Ach komm. Was passiert jetzt? Können wir jetzt in den Raum zurück und dann nochmal in die linke Tür laufen? Können wir nicht. Okay. Ja, jetzt sind wir halt da, wo er uns haben wollte, ne? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Aber hier waren wir auch He schon. might find an answer there. Jetzt können wir wieder nach unten Coming to a gehen. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, was ist hier nochmal passiert? Ach, das war das. Ah, shit, das war das Stanley verrückt just werden, couldn't ne? do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work. Ja, das ist He jetzt might das be fired for that. mit And dem in such a Traum und competitive blablabla. economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. Ja, And then jetzt something occurred haben to wir ein Stanley. Problem. Jetzt Maybe, dauert es ein he bisschen. thought to himself, maybe I am crazy. All of my coworkers Stopp. blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, Schottet. he began to make other strange observations. For example, Ich kann eh why nichts couldn't machen. he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, Okay, jetzt sind wir these also rooms were wirklich starting to wieder look da. pretty familiar. Were they simply repeating?
No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't Kann man das überspringen? be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Unter der Treppe war nichts. Ich glaube, da habe ich schon vorhin drunter geguckt. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't überspringen. after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Wieder auf das Auto Then drauf. he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled Shit. that he had still Nee, not woken okay, ich up. dachte, ich hänge jetzt hier How fest. was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a Oh, es dauert halt jetzt. dictating Come on. everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me. thinking about Hello, how it's my describing name my is thoughts. Dr. Glenn Pierce. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Jetzt könnte auch echt für den gleichen Leuten sein, irgendwie, oder? So kreativ und so. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too, surely. Aber wie lange ging das? He would prove it. He would prove that he was in control. Hatten wir da noch eine that this was a Entscheidung? dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. Eine Liste He weiter. felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, Ach so. the fresh air Ach of the so. world Du outside machst his das. one. Es gab doch schon eine Liste, oder? Kerstin hat doch irgendwie mal eine He thought gemacht. to himself, "I'm through Jetzt gleich sterben wir erstmal, das ist soweit I wish it to be over. geplant. Baba is you. Let me go back to my job. 2022. Let me continue Auch pushing über ein the Jahr her. buttons. Please. Februar It's all I 2022. want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the Dieses way Spiel it's überfordert always mich ein been. bisschen. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Zitat passt gerade. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have Die an Frau muss office. weg. I am real. Please, just 12 Minutes war auch someone echt tell me gut. I am real. I must Das hat auch be echt real. Spaß I must gemacht. be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Auch schon And everything über was 1,5 bad. Jahre her, ey. Verrückt. This is the story of a woman named Mariella. Isst man das noch so? Mariella woke up Was on war a day das like denn? any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Mariella. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she Ah, would soon das turn to go Fenster. call for an ambulance, No. for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what Den crazy Clip gucke ich mir auch immer wieder gern an, and weil in das, that moment, she thought to herself how wow, lucky das she war was hart. to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and Was? what isn't. It was comforting to think this. Was and in passiert a denn da certain eigentlich? way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and In ran. meinen Augen ruckelt es auch, wenn ich die echte Welt sehe.
Matrix Awakens, The Unreal Engine. Da habt ihr da diesen einen YouTube. Hey, wir sind wieder hier. Es gibt so ein Experiment. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau dieses Demo war, aber es ist auf jeden Fall. Sieht so ähnlich aus. Wo die so NPCs an so ein ChatGPT-Zeugs angeschlossen haben. Und dann kannst du halt in-game sozusagen mit allen NPCs reden und halt wirklich nichts Vorgefertigtes, sondern, keine Ahnung, die halt, ja, die haben halt so ihren Ablauf und dann laberst du mit denen und dann, keine Ahnung. Und bei dem einen Video ist einer zu dem NPC hingegangen, hat gemeint, ja, du bist nur ein NPC in einem Spiel. Und so, nee, kann nicht sein und bla. Und irgendwann hat er eine komplette Existenzkrise bekommen. Fand ich irgendwie lustig. Und dahin werden sich wahrscheinlich Spiele weiterentwickeln jetzt, dass du wirklich einfach mit der Welt komplett offen interagieren kannst. Aber ich weiß nicht, ob das die Spiele besser macht. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt hier wirklich auch mit dem Sprecher reden könntest und der dann seine Story irgendwie anpasst. Unendliche Spiele werden das dann. Okay, jetzt sind wir wieder am Start, ne? So, was machen wir denn jetzt für einen Durchlauf? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to... Ich würde jetzt einfach mal den Durchlauf machen. Das führt, glaube ich, in einigen Schichten aber zu komplett sozialer... Ja. Ja. Punkt. Ich merke jetzt schon, dass es zu viel war, das halbe Haus zu essen. Fall Guys, ja. Das weiß ich noch. Das war Dezember 2020. Da habe ich ja irgendwie noch nicht mal ein halbes Jahr gestreamt. Das halbe Haus zu essen, das war ein Lebkuchenhaus. Und dann habe ich das halt im Stream gefuttert. Und das war sehr viel. Go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich würde jetzt mal komplett so durchspielen, wie er mir das sagt. Dann kommen wir halt zu dem langweiligen Ende wahrscheinlich. Came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Ich spiele das genauso, wie er es mir vorschlägt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, hier waren wir noch. Doch, hier waren wir schon. Ja, schon wieder vergessen. Executive Bathroom. War das vorhin auch schon so? Okay. Das sah das letzte Mal anders aus. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Okay, die Story sagt ja, dass ich es nicht weiß. Also mach jetzt mal falsch. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Nee, kann ich nicht wissen. Kann ich nicht wissen. Deswegen sage ich mal 2845. andersrum. Hätte ich mal machen müssen. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in. Haha, na klar. Opened all by itself,
and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Whoop-de-doo. Und los geht's. Geht's nochmal? Was war das? 2? Shit. 2845? Ich sehe es leider nicht mehr. Nee, falsch. Ich will einmal 42 eingeben. Ich sehe es halt jetzt nicht mehr. 0. 0. Ja. Okay. 2. 8. 4. 5. Korrekt. Jetzt passiert nichts. Schade. Hätte ich jetzt noch eingebaut, dass der Sprecher irgendwie gesagt hätte, okay, weißt du, es geht doch. Oben. Nein! Es geht wirklich nach oben. Nee. Wir fahren trotzdem nach unten. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Bitte was? Stanley Okay. walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Okay, wir machen jetzt mal, was er uns sagt, ne? Was steht da? Okay, ja. Und jetzt? Hallo? Wir brauchen Anweisungen. Wir brauchen Anweisungen. Ich meine, es gibt nur diesen einen Button zu drücken, aber ich würde jetzt nicht, ohne dass der Sprecher sagt, dass der gedrückt wird, drücken. Okay. Aber vermutlich müssen wir. Zurück geht's nicht mehr. Zurück geht's schon noch, aber ist zu. Na dann drücken wir den großen, fetten Glühbirnen-Button. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Klar. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Mhm. Okay, aber das wussten wir jetzt alles schon. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't Okay, mach ich. accept I it. refuse. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ende. Oh. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content.
Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Okay. Und wie? Mach ich, wenn du mir sagst wie? Waiting Input. 5. Ist es wieder, was war es? 2845? 3. Müssen wir es nach der Reihenfolge machen oder was ist? Was will es von uns? Okay, das ist richtig. Falsch. 1 ist richtig. Ist das so ein Ding, was wir ausprobieren müssen? Ich weiß nicht mal, wo alle 1. Da macht 1 einfach ein anderes Geräusch. Ne, ist auch falsch. Macht einfach andere Geräusche. Ich weiß leider nicht, was ich zu tun habe hier. Ab und zu macht's blüpp. Okay. Facility Power, dann stellen wir es einfach ab wahrscheinlich, oder? Mind controls are awaiting input. System power. At last he found the source of the room's power. He knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Off. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Ja. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Das ist schön. Beende das Spiel. Schließe The Stanley Parable ab. Okay, das war also jetzt wirklich das Spiel durchspielen, indem man halt einfach macht, was er sagt. Okay. Jetzt gibt es natürlich noch einiges zu entdecken, vermutlich. Ich würde aber sagen, das machen wir dann in einem zweiten Teil. Ich habe schon noch Bock, irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht. Wo können wir denn jetzt noch mal was gucken?
Genau, Escape Route können wir machen. Nochmal. Es gibt da schon bestimmt noch ein paar Enden, die wir aufdecken müssen. Ich meine, wir haben jetzt... Was sagen die Trophies? Wir haben 3 Trophäen bekommen. Testtrophäe, bitte ignorieren. Beschreibung der Testtrophäe, bitte Text einfügen. Es ist lustig. Willkommen zurück, schließe das Spiel und starte es dann erneut. Spiele The Stanley Parable einen ganzen Dienstag lang. 888. Klicke Tür 430 5-mal an. Aha. Was sind das für weirde Trophäen? I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Wie oft? So won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. 5-mal an. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Click a door 5 times? Is that all you think a trophy is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. Only 5 clicks? Now, suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Fünf, 4, 3, 2, 1. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 Du clicks. Arsch! No. I'm still not feeling it. I want this trophy to have meant something. Wie It has to dumm! be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417. Gibt's wahrscheinlich nicht, oder? 417. Hier. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. 437, das müsste dann die Richtung wieder sein. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 415, wo ist die? Okay, das mache ich jetzt noch. Das spiele ich New Content. Nee. Hä? Aha, weil wir es einmal durch haben. Now, back to door number 437. Ah. Wo war die? Hier. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Klar! All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Wo war 417? Da. Okay, now go climb on employee 419's desk. Okay, wo ist er? Hier. Aber wie? Input received. Wie komme ich da hoch? Ich würde gerne. Input received. Yes! Ah! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Das ist so dumm. Wo ist Dorf 416? Hier will ich nicht rein. Hier sind keine Nummern mehr dran. 17? 20. Also eigentlich müsste der... nein!
Okay, seit wann kann ich Türen auf und zu machen? Ja, wo ist... Ich will da nicht rein, weil dann ist vielleicht... Ja, will mich das Spiel verarschen? Es gibt keinen 400... Vielleicht. Vielleicht gibt es keine 416. Also hier sind sie zu hoch. Okay, es ist aber tatsächlich ja 420, 418, 417. Ja, aber dann ist es nicht das. New Content. Ich will da jetzt nicht reinlaufen und dann sehen und dann kann ich das nicht mehr fertig machen. 415? Also zwischen 415 und 417. Hier ist 417. Ja, 16, okay. We've almost got it! Now the copy machine do that one again! Ich mag's, wie er Spaß dran hat. Ja, Kopierer. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! 1, 2, 3, 4, 5. Yes, we did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Mann, okay. Puh. Das ist wirklich nice gemacht, ja. Das Spiel beginnen. Aber man kann gar nicht speichern. Spiel schließen und neu öffnen, gibt ja auch eine Trophy, ne? Dann, aber man kann nicht speichern, interessant. Aber wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir im Grunde einfach von null das nochmal aufrollen, ne? Von daher passt das schon. Machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil, aktuelle Zeit. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie... PM, shit. Sekunde mal, warte. Das ist neu. Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Aha. Wir nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Aber du machst tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen. Das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellten Uhrzeiten korrekt sind. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Weil du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Mach nur, nimm einfach die Uhrzeit, die du willst. Selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Alles klar, ich lasse es dich jetzt erst nochmal. Es ist so lustig. Wie viele Leute haben das halt wirklich nicht gesehen? Interessant. This is the story of a man named Stan. Willkommen zurück. Da ist die Trophy, okay. Und da machen wir beim nächsten Mal weiter. Und zwar mit unserer Lieblingszeit. Ich würde sagen, Wochenende.
So. Ich würde vermuten eher Sonntag als Samstag. Aber vielleicht Samstag relativ spät. Aber ich würde mich auf Sonntag einstellen. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen weiter und gucken, was wir noch für Ecken finden. Und holen uns noch ein paar Trophies. Also, da lohnt sich. Also, das finde ich tatsächlich geil, weil hier kannst du zwar die Trophies nachgucken, aber das bringt auch was zum Spiel. Also, jetzt hier, wir haben dieses, okay, einfach 5-mal auf die Tür klicken. Aber das hat ja einen Bereich im Spiel erst freigeschaltet, dass man das liest und dann macht. Samstag bin ich vermutlich nicht dabei, aber Sonntag hört sich gut an. Dann machen wir Sonntag. Ja, Sonntag wahrscheinlich so gegen Abend. Vielleicht einfach ein bisschen früher auch. Schauen wir mal. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zugucken. Und habt einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag. Dankeschön und ciao. Klick, klack, klick. Gute Nacht.